Moin zusammen, da sind wir wieder. Ja, eigentlich wollte ich dieses Video mit der Harder Stein machen, aber dann habe ich festgestellt, ich habe keinen Aufsatz dafür. Also die alten Airbrushs, die sind zum Drehen. Ja, unten, wo die Druckluft reinkommt. Und die Harder Stein ist halt ein Steckverschluss. Da habe ich mir jetzt erstmal was Neues für bestellt. Sprich, das nächste Video wird das auf jeden Fall mit der Harder Stein. Und dann fliegt mir wahrscheinlich alles um die Ohren, aber egal. So, hier nehmen wir jetzt erstmal Seaload Yellow. Das ist der Game Ruler von den Space-Zwergen von One Patch Rules. Da habt ihr unten halt, ja, wie weit die laufen dürfen, etc. pp. Ne? Ist ein nettes Gimmick, ganz ehrlich. Ich werde es wahrscheinlich nie wirklich benutzen, weil Zollstab oder Zollband reichen völlig. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich da jetzt mit der Airbrush ein bisschen rumexperimentieren kann. Wir nehmen jetzt erstmal Seaload Yellow und machen damit oben die Maske und ja, noch ein paar, 2, 3 Ornamente. Weil ich finde das gut oder besser an so einem Ding zu testen, als jetzt wirklich an einem Modell, was ich vielleicht auch noch benutzen möchte. Wie gesagt, das ist die ganz einfache Timmertech, günstige, die ich finden konnte, in Anführungsstrichen. Weil ich gesagt habe, ich will jetzt erstmal rumexperimentieren. Gut, das habe ich jetzt eine Weile gemacht, aber ich will jetzt die Harder Stein demnächst ausprobieren und deswegen, ja, habe ich mir da was Neues bestellt, damit das auch an meinen Kompressor passt. Ja, war auch nicht teuer, irgendwie, keine Ahnung, 10er oder so, also nicht wild. Ja, das ist auch mittlerweile angekommen. Also jetzt, wo ich das hier einspreche, da ist die Harder Stein ist schon angeschlossen. Ich habe auch festgestellt, dass der Schlauch viel länger ist als der alte, was auch schon mal wieder super ist. Weil ich habe hier so einen Doppelpack bestellt. Ja. So. Und jetzt zoomen wir mal ein Stückchen ran. Da ich denke, das wird euch besser gefallen. Ja, also selbst diese günstige, wie ihr seht, damit kann man schon ganz nice arbeiten. In dem Video werde ich auch 2, 3 Fehler machen, definitiv. Das ist leider so passiert. Aber das war jetzt nichts Schlimmes. Das konnte man alles ausbügeln, sage ich mal so. Mit den leuchtenden Augen, das habe ich immer noch nicht so hinbekommen eigentlich. Das Ding hat ja in der Mitte so einen Zwergenkopf, da sollten eigentlich die Augen leuchten. Ja, so wirklich ist es mir nicht gelungen, finde ich. Also war, glaube ich, ein bisschen zu wenig weiß, beziehungsweise vielleicht zu viel blau. Aber das sehen wir nachher noch. Ja, ihr seht, man kann echt präzise mit diesen Dingern arbeiten. Man muss halt irgendwie so ein bisschen Feeling dafür kriegen, aber es funktioniert. Und ja, ihr seid ja auch selber schuld. Ihr wolltet ein längeres Video. Ja. Ja, worauf muss ich achten? Bei einer Airbrush, ja, achtet man. Kommt halt drauf an, wie weit ihr weg seid, wie nah ihr dran geht. Ne? Dementsprechend größer oder kleiner wird vorne der Kegel. Umso mehr ihr nach hinten zieht, desto mehr Luft kommt durch. Umso mehr ihr drauf drückt, besser gesagt. Und umso mehr ihr nach hinten zieht, desto mehr Farbe kommt raus. Weil die Nadel ja quasi sich einzieht. Und vorne ist die ja spitz. Also sprich, habt ihr mehr Platz, dass da mehr Farbe durchkommt. Ja, da seht ihr schon, ich habe mich da ein bisschen verhaspelt. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das wird nachher alles ausgebügelt. Ja, ich mache euch mal kurz ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich. Ja, das Gelb haben wir jetzt soweit fertig. Jetzt müssen wir natürlich die Pistole wieder ein bisschen reinigen, das ist klar. Ne? So, mit dem Weiß werden wir auf jeden Fall ein paar Akzente setzen. Dafür nehme ich aber auch tatsächlich einen Pinsel.
Weil ich möchte hier oben diesen Kristall und die Augen mit dem Weiß machen. Ja. Weil ich vorhabe, das soll blau werden. Also so ein leuchtendes Blau. Und wie gesagt, da habe ich dann tatsächlich auch ein paar Fehler gemacht. Oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich Fehler sind, die ich gemacht habe. Vielleicht habe ich das Prinzip mit der Airbrush und dem Leuchteffekt auch noch nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall mache ich erstmal die Augen hier weiß. Diesen Kristall oben in der Mitte mache ich weiß. Und ein paar Ränder bei den Augen, die halt auch so weiß werden. So ein bisschen unregelmäßig, weil das so schimmern sollte. Das war so meine Grundidee. Hat aber irgendwie so nicht geklappt, wie es sollte. Seht ihr gleich auch. So, das habe ich einfach bei beiden Augen gemacht. Wenn ich da jetzt gleich mit Blau irgendwie drüber gehen sollte. Dass das dann ja so einen Leuchteffekt halt gibt. Ne? Aber hat nicht geklappt. Also ich finde, es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Könnt ihr gerne mal runter unten in die Kommentare schreiben, wenn das soweit fertig ist. Das seht ihr ja am Ende. Ob das für euch leuchtend aussieht oder nicht. Für mich sah es jetzt nicht sehr leuchtend aus, muss ich sagen. Ne, sieht zwar nicht schlecht aus, aber nicht leuchtend. Aber das seht ihr ja gleich. Das mit den Augen haben wir. Und jetzt nehmen wir noch Slaughter Red, damit das Weiß halt ein bisschen trocknen kann. So, ihr seht auch, man braucht gar nicht viel Farbe da drin. So, und mit diesem Slaughter Red machen wir jetzt quasi den Hintergrund. Also zwischen diesen gelben Sachen wollte ich mit dem Rot das machen. Und halt oben auch. Also überall, was im Hintergrund ist, wird jetzt bei mir erstmal rot geairbrushed. Rot geairbrushed. Wenn ihr Airbrush mitmacht. Und dann, jetzt geht's. So, und da werdet ihr, denke ich, auch mal sehen, da werde ich ein bisschen über das Gelbe hinausschießen. Wie gesagt, das mit dem Handling, das ist halt Übungssache. Und da bin ich auch noch nicht so fit. Aber es funktioniert erstaunlich gut mit der Airbrush, wie ihr seht. Und ja, es macht auch tierischen Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Ja, fertig haben wir es. Wie ihr seht, ich habe nicht alles so getroffen, wie ich wollte. Da müssen wir nochmal drüber gucken. Dafür nehme ich jetzt einfach wieder Weiß und werde dann nacharbeiten. Also sprich, alles, was ich aus Versehen übermalt habe, werde ich jetzt nochmal weiß machen. Und ja, mit einem Pinsel. Und dann, dann hoffe ich mal, dass das dann funktioniert, dass ich da ein bisschen sauberer hinterher arbeite mit den Details. Ich habe das Gefühl, ich habe das auch falsch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich erst die unteren Schichten mit der Airbrush machen müssen und mich dann hocharbeiten müssen. Ich habe es ja genau umgekehrt gemacht. Ich habe ja erst oben angefangen und arbeite mich nach unten durch. Ich glaube, nächstes Modell oder nächstes Mal, was ich auch immer ich mache, fange ich halt unten an und arbeite mich nach oben vor. Ich glaube, das ist cleverer. Ich glaube, das ist tatsächlich cleverer. Ja, gut. Dann gibt es jetzt mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit rein und dann sehen wir mal, wenn ich das fertig habe, ne? So, jetzt haben wir das auch fertig.
Und jetzt nehmen wir das Graveyard Grey. Ja, auch von Speedpaint, von Army Painter. Damit möchte ich eigentlich halt alles machen, was so ein bisschen metallisch ist. Also sprich hier in dem Rechteck oben, unten, links, rechts diese Gitter. Oben die Schläuche. Und unten ja, diese Klammern oder was das sein soll. Und natürlich die Axtblätter. Das werden wir jetzt mal eben auch machen. Geht auch relativ gut tatsächlich. Wie gesagt, man kommt ein bisschen mehr rein. Ne? Umso mehr man die Airbrush benutzt, desto mehr ja, bringt man sich das halt selber bei, damit zu arbeiten. So, wie ihr seht, das haben wir jetzt auch fertig. Jetzt nehmen wir uns Magic Blue, um oben die Augen zu machen. Und den Kristall. Wie gesagt, das hat nicht ganz so geklappt, aber ich zeige das trotzdem. Weil vielleicht macht ihr ja dann den Fehler nicht. Oder vielleicht wisst ihr sogar, welchen Fehler ich gemacht habe. Ja, jetzt sieht man das natürlich nicht so schön. Und dann könnt ihr mir nämlich sagen, ob das jetzt leuchtend ist oder nicht. Ja, ich mache jetzt die Augen und den Kristall. Das, was ich halt vorher weiß gemacht habe. Jetzt ist die Farbe getrocknet. Und jetzt gucken wir mal nach, dass wir, also ob wir da ein bisschen Leuchtfarbe reinkriegen. Also einen Leuchteffekt reinkriegen, nicht Leuchtfarbe. Ja. Ich glaube, ich habe halt wirklich einen Fehler gemacht. Ich hab zu dunkel gemacht, die Ränder. Weil eigentlich müsste das Licht ja schwächer werden, umso weiter es von der Lichtquelle weg ist. Und ich glaube, ich habe tatsächlich diesen Fehler gemacht. Ich habe zu viel Blau da drauf gehauen. Und dadurch sieht das jetzt so ein bisschen seltsam aus. Aber wie gesagt, es ist ein Ruler, es ist ein Probierdingen. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich das ein bisschen verhaue. Ja, aber es geht. Es geht. Sieht nicht so schlecht aus. So. Jetzt habe ich mich entschieden, was glaube ich auch ein Fehler war, die Kristalle, die hier links und rechts von diesem V sind, auch mit Blau zu machen. Durch das Gelb natürlich ist es eher so ein grünlicher Ton geworden. Aber hey, auch nicht schlimm. Es sieht trotzdem gut aus. Sieht so ein bisschen, ich sag mal, grün-blau aus. Ne? So ein, ich würde nicht Türkis sagen. Ja, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung geworden. Irgendwie aus Grün und Blau. Entschuldigung. Aus Grün und Blau. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen dunkel hier aussieht. Aber ja, es ist halt eine vernünftige Farbe geworden. Ja, das haben wir jetzt soweit fertig. Ich gehe hier nochmal kurz nach. So ein bisschen nochmal kurz. In der Hoffnung, dass das alles klappt. Dann werde ich wieder meine Airbrush sauber machen. Und dann muss ich Siloed Yellow nehmen, um nochmal das Gelb ein bisschen nachzuarbeiten. Das hat es irgendwie so ein bisschen erwischt mit dem Blau und dem Grün. Aber ich sag mal, es gibt ja Schlimmeres. Ne? Und das Ganze machen wir natürlich auch nochmal eben ein bisschen schneller. Ich habe jetzt mit dem Gelb nochmal ein bisschen nachgearbeitet. Aber mir gefallen die Augen halt immer noch nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal mit Weiß da ein bisschen was gemacht. Nochmal irgendwie, also rein in die Augen reingemacht. Ein bisschen Weiß. Und auch ein bisschen Weiß auf die Kristalle, die da links und rechts in der Mitte sind. In der Hoffnung, dass ich da noch eine Art Leuchteffekt oder zumindest irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Kontur oder so reinkriege. Ich befürchte, das hat aber auch nicht geklappt. Ja.
Aber das könnt ihr jetzt selber beurteilen. Ja, also ich finde es okay. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Silber und das machen wir tatsächlich mit dem Pinsel. Ich habe jetzt halt das, was ursprünglich halt dieses Grau war, habe ich noch mal zeitweise weiß gemacht und dann mit dem Gelb noch mal eben drüber gebrusht. Hier an der Axt zum Beispiel oder an diesen Gitterhalterungen. So, jetzt habe ich hier das Bolt Guns Metal, Silber, dran, drum, am Pinsel. Und ja, wie gewohnt, ein bisschen Trockenbürsten quasi, ein bisschen vorsichtig. No. Mache ich jetzt die Axt und die Schläuche da oben, die Äxte und die Schläuche da oben. Und noch ein, zwei andere Stellen wie die Gitter mache ich mit diesem Silberton mal eben. Ich finde diese Kombination, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass man manches mit Airbrush macht, manches mit Speedpaints und manches mit ganz normalen Acrylfarben und Pinsel. Ich glaube, wenn man so eine Kombo hat, dann kriegt man da echt coole Modelle raus. Mit ein bisschen Übung. Ja, ich weiß, ich muss auch noch ein bisschen üben. So, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen oder ein Like oder ein Kommentar. Die Leute, die abonniert haben, die liefen ja eben schon durch oder laufen noch sogar durch. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt hier alles halt mit diesem Silber gemacht und ja, ist auch ganz gut geworden. Finde ich persönlich. Am Ende gibt es wieder ein paar Fotos rein und ja, wie gesagt, mein Dank an alle Abonnenten. 713 sind wir jetzt oder so. Und ja, freut mich, dass es euch gefällt. Lasst gerne, wie gesagt, Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bye, bye.